Hallo zusammen, heute gehen wir mit euch auf eine Zeitreise der Erdgeschichte. Also dann, ab geht die Reise. Und wo sind wir jetzt? Wir sind im Naturkundemuseum Dortmund und das Interessante daran ist, der Eintritt ist für Noppes. Ja, aller Anfang ist schwer und das kennt ein jeder. Aber bevor wir uns Millionen von Jahren nach hinten bewegen, machen wir doch erstmal einen Sprung um 1900. Warum? Denn um 1900 wurde der Startschuss für das heutige Museum gelegt. Die Idee dazu hatte damals ein Pauker, also ein Lehrer. Dieser Lehrer, seines Zeichens Professor Edgar Weinert, hatte damals die Verantwortung für die naturwissenschaftliche Sammlung der Schule. Sein Problem war aber, dass diese Sammlung im Laufe der Zeit immer mehr wurde. Eine Lösung musste her. Und so ging er zur Stadt Dortmund und schlug vor, ein Museum zu gründen. Von dieser Idee war die Stadt so begeistert, dass sie das direkt in der Tat umsetzte und kaufte prompt ein Gebäude für diese Sammlung und nannte es 1912 Naturwissenschaftliches Museum. Ach, und der erste Direktor des Museums, na, könnt ihr es euch vorstellen? Genau, unser Pauker Weinert. Das Unglaubliche hier an diesem Becken ist, es hat einen Durchmesser von 21 Metern, eine Höhe von 3 Metern und ein Fassungsvolumen von 90.000 Liter. Aber das Geile daran ist, man kann da drum herum gehen. (1934) war es dann gefunden und man zog mit Sack und Pack in die neuen Räume ein. Doch dann gab es einen herben Rückschlag. Im Zweiten Weltkrieg, während der Bombardierung, wurden rund 90% der Sammlung zerstört. Jo, das hat wehgetan. Aber das Museum gab nicht auf und erholte sich von diesem Schock recht schnell. Und zwar so schnell, dass bereits 1953 das Museum aus allen Nähten platzte.
20 Jahre später hatte man die Lösung. Anstelle nach einem passenden Gebäude zu suchen, sagte man sich, bauen wir doch gleich eins. Die Zeit blieb aber auch nicht vor dem Museum stehen und zeigte im Laufe der Jahre ihre Spuren. Im September 2014 für rund 6 Jahre die Türen vorerst wieder zu schließen. Es brauchte ein neues Facelifting. Im September 2020 hieß es Wir sind wieder da. und noch größer. Habt ihr gewusst, dass während der Kreidezeit das Dortmunder Gebiet vom Meer bedeckt war? Und hier jede Menge Getier rumschwamm? Ich nicht. Kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier so gemütlich rumlatschen. Hallo liebe Freunde, eins noch kurz zum Abschluss. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann einmal teilen, liken, kommentieren und rechts unten abonnieren. Kostet nichts, hilft uns aber weiter. ฝากกดไลค์กดติดตาม